Unter dem Titel Worldmaking zeigt das Museumhaus Konstruktiv eine Einzelausstellung von Kabwani Kiwanga, die den 15. Zurich Art Prize gewonnen hat. Kabwani Kiwanga ist 1978 in Kanada geboren. Sie lebt derzeit in Cambridge, Massachusetts, wo sie an der Harvard-Universität ein Fellowship absolviert. Und wie der Titel Worldmaking schon etwas impliziert, befinden wir uns in einer Ausstellung, in einer Geisteswelt, die sich mit dem Thema "Wie werden Welten geschaffen?" auseinandersetzt. In der Tat hat Kabwani Kiwanga Anthropologie und vergleichende Religionswissenschaften studiert und kommt von daher mit vielen Geschichten in Berührung. Sie hat sich gefragt, wie entstehen Geschichten? Wie werden Geschichten konstruiert? Wie kommt eine Mastererzählung der Geschichte zustande? Und was passiert mit all den vielen Nebengeschichten, die eigentlich keiner erzählt? Für Kabwani Kiwanga ist es ein ganz wichtiger Forschungsgegenstand, auch zu sagen, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Geschichten haben, um sich die Welt zu erschaffen. Und in ihrem konkreten Fall hier für die Ausstellung geht es um Kosmogonien. Kosmogonien sind Darstellungen von Weltschöpfungsmythen. Es gibt sehr viele Kosmogonien, die in der westlichen Welt eigentlich kaum bekannt sind, aber es gibt Kosmogonien über Asien, über Afrika, auch über Europa. Und ausgehend von einer Kosmogonie der Bantu, das sind 400 Völker, die sich um den Kongo-Fluss versammelten und lebten. Von dieser Kosmogonie des Kongos ausgehend entstand die Arbeit, die wir hier am Boden im Museumhaus Konstruktiv sehen. Sie trägt den Titel The Worlds We Tell, Threshold. Threshold ist eine Schwelle und The Worlds We Tell impliziert ganz klar die Welten, die wir erzählen. Und ausgehend von dieser Kosmogonie hat Kabwani Kiwanga eine riesengroße, auf den Raum angepasste Kosmogonie selbst erschaffen, die das Ausgangsbild zitiert. Kabwani Kiwanga zitiert die 4 Stahlpfeiler, die die Kosmogonie in Tragen und in ein Oben und Unten unterteilen. Sie unterteilt sie hier auch mit einer weißen Linie aus Keramik. Für sie sind die Materialien ganz wichtige Elemente in den Arbeiten, weil zum Beispiel die weiße Keramik, die ursprünglich aus Lehm besteht, ist ein durchlässiges Material, womit man sozusagen in der Kosmogonie die Oberwelt und die Unterwelt durchlässig leben kann. Es ist hier aber eine freie Interpretation, aber sie erlaubt uns sehr schön in die Weltschöpfungsmythen einzutauchen, für einmal eine andere Geschichte, als wir sie gewohnt sind. Auch in der Arbeit im ersten Stock zeigt Kabwani Kiwanga ihr Interesse für die Fragestellung, wie wird eine Welt kreiert, wie kreiert sich beispielsweise auch die Architekturen, die wir kennen, und wie werden zum Beispiel Farbgebungen in Architekturen, in öffentlichen Gebäuden bestimmt. Sie hat eine große Recherche angelegt und ist draufgekommen, dass es in den Hygienebewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts einen deutschen Architekten gab, der vorgeschlagen hat, in Krankenhäusern, in Gefangenenanstalten und in diversen öffentlichen Gebäuden eine Linie bei 1,60 Meter zu ziehen und den unteren Teil mit waschbarer Farbe zu bemalen. Da ist es ganz klar, es ging einerseits darum, eine Hygienebedingung zu erschaffen, die uns interessanterweise bis heute verfolgt. Wir finden auch heute noch in Krankenhäusern genau diese 1,60 Meter Höhe und die unterschiedliche Farbgebung. Jetzt ist zum einen die 1,60 Meter Höhe das eine, was die Arbeit im ersten Stock ausmacht. Zum anderen sieht man aber auch Malereien, Linear Paintings heißen sie, die mit einer Zweifarbigkeit spielen.
Und da hat Kabane-Kiwanga auf Recherchen zurückgegriffen von Farbpsychologen und Farbtheoretikern, die beispielsweise versucht haben herauszufinden, wie kann man die Effizienz in Fabriken steigern. Überlegungen wie diese, die sozusagen entscheiden, wie unsere Körper im öffentlichen Raum bewegt werden, wie wir gechannelt werden und wie wir sozusagen beeinflusst werden, das sind Schwerpunkte, die die Künstlerin thematisiert. In 1978, Dr. Schuss observed that P-618, a particular shade of pink, lowered the heart rate, pulse, and respiration.